Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 7. und auch letzte Episode unseres Abenteuers, die Arbeiten des Herkules. Ja, auch bei dieser letzten Episode schauen wir mal, was man uns zu sagen hat und welche Ziele wir erreichen müssen. Es scheint Ewigkeiten her zu sein, seit sie erstmals hörten, dass Iris und Herkules Schicksale sich kreuzen. Viele einstige Freunde sind heute ihre Feinde und einer ihrer ältesten Feinde ist zu ihrem Freund geworden. Nemea ist dank der Taten des großen Herkules, der die Bedrohung durch einen wilden Löwen von der Stadt genommen hat, nun eine Verbündete. Ronphos, der dankbare Herrscher Nemeas, baut seine entvölkerte Stadt wieder auf. Amazonen und Zentauren, einst ihre Freunde, machen weiter Ärger und die Zeit ist reif, die Herrschaft über sie zu erringen. Die Eroberung des Berges Pelion, einer berühmten Hochburg der Zentauren, wird ein deutliches Zeichen setzen, das mit ihnen nicht zu spaßen ist. Allerdings ist nichts so konstant wie die Veränderung. Apoll, Poseidon und Hephaistos schmieden weiterhin niederträchtige Rachepläne gegen sie. Es wird Zeit, sich an Zeus zu wenden, den Vater des Herkules, damit diese streitlustigen Götter der Stadt nie wieder schaden können. Die letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Namen Das Blatt hat sich gewendet. Und so verhält sich's auch, denn unsere einzigen Freunde, die Amazonen und auch die Zentauren, sind nun unsere Rivalen. Und unser ehemaliger Rivale Nemea ist nun unser Freund. Ja, und Apoll, Poseidon und auch Hephaistos werden weiterhin uns tyrannisieren. Wir können nur den Schutz des Göttervaters Zeus erhoffen und deswegen müssen wir auch ein Heiligtum für ihn in unserer Stadt errichten. Wir müssen aber auch eine Bevölkerung von 3000 Einwohnern aufweisen und wir müssen den Berg Pelion regieren. Ja, und zu guter Letzt müssen 40 Personen in einer Wohnung der Kategorie Wohnsitz oder besser leben. Noch einiges, was wir hier jetzt zu erfüllen haben und wir kehren zurück nach Tyrns. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, da wir in der letzten Episode ja Ephesos gegründet haben. Gut. Obligatorisch gehen wir wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. In der 5. Episode haben wir in unserer Heimatstadt hier dieses Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufgebaut und entwickeln lassen. Wir haben hier bei den Heiligtümern der Athene und des Hermes ein zweites Wohngebiet aufgebaut, haben das erste Wohngebiet weiterentwickeln lassen und haben hier unsere Handelsposten und Piere der Verbündeten. Ja, und wir haben jede Menge Seeegelkais hier gebaut, in diesem Bereich der Küste und auch hier an der Westküste. Ja, wir verkaufen weiterhin jede Menge Wolle. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Wollsammelstellen bauen, wenn wir jetzt unsere Stadt weiterentwickeln. Wir gehen auch noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, wie bereits im Intro erwähnt, haben wir hier Nemea als Verbündeten, hatten wir allerdings auch schon in der letzten Episode. Ja, und Nemea kauft nur, und zwar Holz, Bronze, Trauben und Rüstungen. Ja, und da wir ja im Krieg mit den Zentauren stehen, ist der Berg Pelion ein Rivale und auch der Berg Malea. Allerdings haben wir auch keinen guten Kontakt mehr zu den Amazonen. Unser Handelspartner Cyme ist jetzt ein Rivale geworden, genauso wie die Stadt Themyskria. Ja, und unsere Kolonie Ephesos zahlt uns 10 Holzbretter jährlich als Tribut, was sehr interessant ist, weil wir dort überhaupt kein Holz produziert haben. Ich habe ja eher mit Bronze gerechnet, aber egal. Kauft bei uns Wolle und Olivenöl. Oh, das ist sehr gut. Jetzt können wir endlich auch Olivenöl verkaufen und weiterhin Wolle. Dann werden wir jetzt mal unsere Handelsposten und Piere mal aktualisieren. Ja, Cyme brauchen wir nicht mehr, handeln wir nicht mehr. Können wir abreißen. Und dann können wir den Pausenmodus auch mal aufheben. Und dann bauen wir hier jetzt direkt das Pier unserer Kolonie Ephesos und stellen das direkt ein. Wolle und auch Olivenöl kann verkauft werden. Oh, 24 Einheiten Wolle wieder in einem Jahr.
Olivenöl ist nicht ganz so viel. Gut, dann haben wir hier, der Berg Malea handelt nicht mehr. Ja, das behalten wir mal. Wer weiß, vielleicht greifen wir die beiden Städte nochmal an. Den Berg Pelion müssen wir ja sowieso regieren. Gut, ja, alles andere ist soweit hier in Ordnung. Wir werden jetzt keinen Marmor mehr verkaufen, den wir als Tribut bekommen. Wir müssen ja jetzt Marmor sammeln für unser Heiligtum. Und das wird auch das erste sein, was wir machen. Wir bauen jetzt erstmal unser Heiligtum für Zeus, damit wir gegen die Angriffe der Feinde und auch der feindlichen Götter gewappnet sind. Ja, die Bauoptionen sind, glaube ich, alle soweit geblieben. Bei Landwirtschaft haben wir Landarbeiterlager. Ja, wir können ja Oliven herstellen bzw. kultivieren. Bei Land und Meer Seeigel, Kai und Jagdhof und die Wollsammelstelle. Bei Gewerbe können wir weiterhin nur das Bildhaueratelier und die Olivenpresse bauen. So, bei der Mythologie. Oh, Ephesos schenkt uns Bronze, 18 Bronzebarren. Oh, später. Da bauen wir jetzt erstmal direkt ein Warenlager für. Wie bauen wir das? Das bauen wir hier hin. Das wird jetzt die Bronze aufnehmen. So, wir waren bei Mythologie stehen geblieben. Wir können nur die Hochburg des Zeus noch errichten. Ja, und beim Militär haben wir tatsächlich auch in der letzten Episode keine Möglichkeit. Also wir müssen Rüstungen tatsächlich importieren. Und bei der Ästhetik haben wir jetzt tatsächlich mal alle Möglichkeiten bei den Verschönerungen und auch bei den Erholungsgebieten. Naja, und wir haben jede Menge Denkmäler, die wir nachher errichten können. Gut, wir werden mal hier unser Produktionsgebiet ein bisschen erweitern. So, und wir brauchen auch noch Warenlager für den Marmor. Ja, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Und auch Holz schenkt uns Ephesos. Vielen Dank. Ach, das ist ja sehr gut. Das wird unser Holzlager werden. Kein Marmor mehr und auch keine Skulpturen. Wir errichten jetzt 2 Warenlager für Marmor. So, wird das hier noch vom Architekten kontrolliert? Ja, das ist gut, das kann so bleiben. Wie sieht der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Oh ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, dann könnten wir schon 2 Bildhauerateliers bauen. Die können hier hin. Dann können wir schon mal Skulpturen herstellen. Dann müssen wir nochmal ein Warenlager bauen. Ja, das passt genau noch hier hin. Ah, super. So, das nimmt die Skulpturen auf. Ja, und wie ich schon erwähnt habe, möchte ich noch weitere Wollsammelstellen bauen. Wir haben jetzt keine Wolle mehr hier in unserem Warenlager. So, dann bauen wir doch. Wo kann noch eine hin? Komm, geht mal da weg. Ah, wunderbar, vielen Dank. So, ich möchte aber noch 2 weitere bauen. Wo können die hin? Ah, hier kann auch eine Wollsammelstelle hin. Oh, wir haben ja hier noch genug Platz. So, und da ist ein Seeigelkai eingestürzt. Bauen wir auch mal wieder auf. Und dann müssen wir tatsächlich hier auch einen Architekten bauen. Na, gehen wir aus meinem Baufeld hier raus. Dankeschön.
Ja, und hier haben wir ja auch noch die Möglichkeit, später Wollsammelstellen zu bauen. Das sollte kein Problem mehr sein. So, dieses Wohngebiet braucht jetzt Wolle. Okay, ja, da produzieren wir jetzt jede Menge. Wir etablieren den Wollhändler hier schon mal. So, Jahresanfang. Wir kriegen unsere Tribute, wieder 10 Holzbretter. Und auch die 8 Krüge Olivenöl sowie 10 Marmorplatten. Wunderbar. So, Feinjustierung hier. Dieses Warenlager sollte jetzt kein Holz mehr annehmen. Das leeren wir jetzt mal. So, dann können wir nämlich auch ein bisschen Holz verkaufen. Wer kauft denn nochmal Holz? Das ist der Handelsposten Nemea. Den habe ich noch gar nicht gebaut. So, wo kann der denn jetzt am besten hin? Dann machen wir jetzt doch Folgendes. Wir reißen hier den Handelsposten von Berg Malea ab. Werde ich dich doch nicht angreifen. So, und dann kommt hier der Handelsposten von Nemea hin. So, und da können wir jetzt das Holz auch verkaufen. Erstmal. So, und hier werden wir jetzt etwas Rüstung einkaufen. Haben wir schon eingestellt. Ja, das ist gut. Wir werden mal bei Lemnos Marmor fordern. Ja, und Lemnos ist auch der einzige Handelspartner, der Marmor verkauft. Dann werden wir jetzt auch hier direkt den Einkauf starten. Ja, und dann kümmern wir uns um unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Wir können hier an den Außenseiten auch noch gehobene Wohnungen etablieren. Passt das? Nicht attraktiv genug. Okay, aber wir haben jede Menge Denkmäler. So, da kann eins hin. Dann bauen wir hier auch noch mal eins. Ja, verklickt. So, hier ist es jetzt richtig. So, ja, dann können wir doch hier noch ein Denkmal hinsetzen. Und das gleiche Wer machen wir mich auf der anderen Seite. anbetet, dem werde ich mehr Freude machen als jeder andere Gott. Ja, Zeus ist auch schon in der Stadt. Wir werden jetzt ganz schnell versuchen, dein Heiligtum zu bauen. Aber da brauchen wir wirklich jede Menge Baumaterial. Ja, und wir bekommen auch den Marmor. 18 Marmorplatten. Vielen Dank, das ist doch super. Ja, im Moment kann ich leider keine gehobenen Wohnungen etablieren. Mir fehlt die Wolle. Ah doch, jetzt habe ich wieder Wolle. Aber jetzt nicht mehr. Okay, gut. Das können wir auch später noch machen. Bauen wir noch das eine Denkmal hier auf. Ah, jetzt hatten wir doch genug Wolle gehabt. Sehr schön. Gut, dann können die sich jetzt hier entwickeln. Warum seht ihr so aus, wie er aussieht? Okay, die brauchen noch Zugang zur Kultur. Ja, sieht aber eigentlich soweit alles ganz gut aus. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ja, und ich sehe, wir haben noch jede Menge Oliven in unserem Warenlager. Wir können jetzt, wo wir auch Olivenöl verkaufen, noch 2 Olivenpressen bauen. Die passen doch hier noch ganz gut hin. Dann haben wir 4. Das sollte eigentlich reichen. Ja, und Athene segnet schon wieder fleißig hier unsere Olivenölpressen. Ja, mittlerweile haben wir 47 Marmorplatten. Wir können das Heiligtum des Zeus errichten.
Dafür gehe ich noch mal kurz in den Pausenmodus. Die Frage ist, wo bauen wir jetzt das Heiligtum auf? Wir könnten es hier aufbauen. Hier hätten wir jede Menge Platz. Wir könnten es aber auch hier ganz im Osten entsprechend platzieren. Allerdings ist dann der Weg recht weit, den unsere Ochsenkarren hier fahren müssen, um die Baustelle mit Baustoffen zu versorgen. Von daher würde ich jetzt hier in diesem Bereich die Hochburg des Zeus errichten. So, Pausenmodus können wir aufheben und wir kriegen schon die Mitteilung, dass Themiskria eine Invasion beginnt. Okay, in 6 Monaten. Naja gut. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ich möchte aber jetzt erstmal hier die Hochburg des Zeus errichten. Das müssen wir aber einmal drehen. Die passt nämlich hier noch rein. Ja, wunderbar. Haben wir die doch richtig rum? Nein, verkehrt rum. Wieder zurück. Einmal kurz hier und wieder zurück. Dann müssen wir sie mehr drehen. Ja, und mittlerweile haben wir schon 3000 Einwohner in unserer Stadt Tyrens und somit haben wir dieses Ziel schon erreicht. So, wir müssen es so drehen. Jetzt stimmt es. Wunderbar. Kunsthandwerkergilde kann hier hin. Setzen wir sie hier hin. Brauchen wir direkt 2. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, bald keine Mitarbeiter mehr. Doch. Das sieht gut aus. Ja, aber das hat uns natürlich relativ viel Geld gekostet hier, der Bau des Heiligtums. Aber werden wir jetzt mal entsprechend nach und nach aufbauen. Marmor müssen wir weiterhin hier entsprechend einkaufen. Könnten wir denn nochmal unsere Kolonie Lemnos um Marmor bitten? Ja, können wir. Oh je, jetzt sind sie verbittert. Können wir denen jetzt etwas Wolle schenken? Ja, ein mittleres Geschenk Wolle, bitteschön. Ja, und hier die neu gesetzten gehobenen Wohnungen haben sich auch sehr gut entwickelt. Hier ist das Wichtigste jetzt tatsächlich unsere Waffen, die wir entsprechend hier zur Verfügung stellen müssen, damit wir die maximale Anzahl an Hopliten haben. Wir könnten Eloysis nochmal fragen, ob sie uns Rüstung zur Verfügung stellen können. Nein, können sie nicht. Das ist sehr schade. Haben wir irgendwas, was wir denen schenken können? Holz. Na, nicht so interessant. Marmor ist jetzt auch uninteressant. Nein, da habe ich im Moment jetzt nichts. So, wie sieht denn die Nahrungsmittelversorgung aus? Oh, wir produzieren zu wenig. Das ist nicht gut. So, wir haben aber hier noch die Möglichkeit, Seeigelkais bei den gehobenen Wohnungen zu bauen. Oh, eine Olivenpresse ist eingestürzt, das ist schlecht. Brauchen wir hier tatsächlich einen Architekten? Eben die wieder aufbauen. Und mal ganz kurz nochmal uns die Gefahren anschauen. Aber nicht hier. Dort. Ja, das sieht nicht gut aus. Das stimmt tatsächlich. Dann brauchen wir hier nochmal einen Architekten. Ja, ich war hier stehen geblieben. Wir können jetzt hier nochmal Seeigelkais bauen. So. Und dann sollten wir hier aber auch noch einen Architekten errichten, sonst geht das hier in die Hose. Ja, und Lemnos gewährt uns auch noch mal 18 Marmorplatten. Sehr schön. Und Lemnos ist dankbar für die Wolle. Gern geschehen. Ja, dieses Wohngebiet braucht jetzt ganz dringend mal Verschönerung. Parkanlagen.
und hier auch. Und ein Gymnasium brauchen die noch. Ja, und in einem Monat werden uns die Amazonen angreifen. So, ich wollte aber hier unser Gymnasium noch errichten. Das kann hier hin. So, und jetzt vor dem Kampf ein Safe Game machen. So, und dann sollten wir auch jetzt unsere Truppen einmal positionieren. Ja, wie gesagt, werden uns die Amazonen über den Seeweg angreifen und ich gehe mal davon aus, dass sie uns hier angreifen werden, weil hier unser Stadtpalast strategisch etwas ungünstig steht. Deswegen müssen wir hier unsere Soldaten um diesen Stadtpalast gruppieren. Dafür müssen wir den Pausenmodus mal gerade wieder aufheben. So, das sieht gut aus. Hier müssen welche hin und auch unsere Hopliten. So. Schön hier positionieren. Ihr müsst hier direkt an den Stadtpalast. So, da ist auch noch jemand, der hier hin muss. Und ihr auch. So. Ihr könnt hier hin. Das muss jetzt so ein bisschen aufgeteilt werden, dass wir hier bloß nicht unseren Stadtpalast verlieren. Denn wenn der zerstört wird, haben wir verloren. So, und die Invasion von Themyscira beginnt. Wir werden die Stadt jetzt kämpfen, verteidigen. Kommst du auch hier hin. So, dann schauen wir mal, wo sie angreifen. Ja, wie ich es vermutet habe, hier über den Seeweg. Und machen sich jetzt wahrscheinlich auf den Weg hierhin, um unseren Stadtpalast zu zerstören. So, wir positionieren aber hier nochmal eben etwas weiter. Na, so. Dich wollte ich hier hin haben. So, und jetzt müssen wir natürlich unsere Soldaten rufen. Das können wir übrigens hier über diesen Button machen. Damit rufen wir alle Soldaten zu ihren Standarten. Ja, das wissen wir. Ich hatte beim letzten Mal ja diese alle einzeln angeklickt, aber hier kann man das tatsächlich mit einem Klick machen. So, und da kommen sie schon, die feindlichen Schiffe. Oh, ich hoffe, ich habe meine Soldaten jetzt nicht zu spät gerufen. Naja, doch, sie sind jetzt alle da. Ja, und Jahresanfang, wir können unsere Tribute alle annehmen. So, ihr könnt mal hier rüber. Ja, und jetzt sind die Invasionstruppen gelandet. Und Athene ist auch schon da. Oh wow, was für ein Kampf hier. Und Athene mitten dazwischen. Tja, unsere Hopliten kommen leider etwas spät. Aber das macht nichts. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus hier. Und wir haben die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Wunderbar. Ja, ich glaube, das war's. Wunderbar. So, und dann können wir hier wieder draufklicken und dann gehen sie alle wieder zurück. Sehr gut. So, die Standarten können jetzt wieder alle am Stadtpalast positioniert werden. Sehr schön. Ja, den ersten Kampf erfolgreich hier gemeistert. Ja, und die Mitteilung, dass Nemea sich militärisch aufrüstet, ja, ist uns jetzt erstmal egal. Ja, dieses Wohngebiet hat sich gut entwickelt. Wir brauchen aber weiterhin Rüstungen und wir müssen auch etwas Bronze jetzt mal einkaufen, damit hier unsere Bildhauerateliers auch entsprechend Rohstoff haben. Die Bronze kaufen wir natürlich bei Ephesos ein.
So, ja, und wir haben wieder jede Menge Wolle hier in unserem Warenlager. Wir könnten jetzt Lemnos mal ein Geschenk machen. Wolle, großes Geschenk Wolle, dann können wir nachher wieder Marmor fordern. Das könnten wir eigentlich jetzt sofort machen. Sehr gut. Ja, aber ich möchte weiterhin Rüstungen haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Rüstungen sind echt teuer. Aber da werden gerade welche eingekauft. Das ist gut. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch mal welche geschenkt. Ja, wir brauchen nämlich weiterhin Rüstungen. Hier diese 3 gehobenen Wohnungen haben noch keine Rüstungen. Es dauert natürlich auch ein bisschen, bis hier endlich die Rüstungen in das Warenlager angelangt sind. Ja, und der Heiligtum braucht natürlich jede Menge Baumaterial. Das dauert jetzt wirklich hier. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das uns alles so leisten können mit den ganzen Importen. Wir kaufen ja jetzt Bronze, Marmor und auch Rüstungen ein, was ja recht teuer ist. Bei den Rüstungen müssen wir gleich mal gucken. So, das Warenlager mit Wolle ist wirklich gut gefüllt. Auch wenn Eloises keine Wolle braucht, kriegt sie jetzt trotzdem welche. Ein großes Geschenk. Ich möchte nochmal Rüstungen fordern. Eloises dankt schon für das Geschenk. Brauchten sie zwar nicht, egal. Kriegen wir jetzt nochmal Rüstungen? Ja. Fordern wir nochmal. Wunderbar. Und ich denke mir mal, dass wir dann auch genug Rüstungen haben, um alle gehobenen Wohnungen damit zu versorgen. Wenn wir einen Blick auf die Ziele werfen, sehen wir schon, dass wir das Bevölkerungsziel erreicht haben und auch die maximale Personenzahl, die in der Kategorie Wohnsitz oder besser leben sollen. Wir müssen jetzt nur noch den Berg Pelion entsprechend regieren und das Heiligtum des Zeus bauen. Ja, ich glaube, ich baue noch ein Bildhaueratelier. Wir brauchen ja doch jede Menge an Skulpturen nachher. Momentan sieht aber unsere Stadtkasse ganz gut aus. Ja, und vor allem müssen wir nach unseren Schafen mal wieder gucken. Oh, das ist schade. Eloises verkauft weniger Rüstung. Oh, das ist nicht gut. Und Lemnos dankt für die Wolle. Und Lemnos gewährt uns nochmal 18 Platten. Wunderbar. Oh. Das heißt, unser Handelspartner Eloises verkauft keine Waffen mehr. Und dementsprechend können wir auch keine mehr fordern. Oh, das ist schade. Hoffentlich haben wir jetzt genug Waffen, um diese 3 gehobenen Wohnungen noch weiter zu entwickeln. Dafür haben wir jede Menge Marmor. Das ist auch nicht schlecht. Naja, etwas Rüstung haben wir noch hier im Warenlager. Vielleicht reicht es noch. Wäre natürlich nicht schlecht. Oh, es brennt. Eine Kunsthandwerkergilde. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da haben wir überhaupt keinen Architekten. Das sollten wir mal eben ändern. So. Ah ja, dann kommt schon der Architekt und löscht es, allerdings zu spät. Sie ist zerstört. Ach, das ist schade. Ja, und Eloises gewährt uns weiterhin doch nochmal 6 Rüstungen. Ah, sehr gut. So, unsere Kunsthandwerkergilde ist wieder aufgebaut. Ja, und wir haben es tatsächlich geschafft, dass jetzt auch die übrigen gehobenen Wohnungen mit Waffen versorgt worden sind. Und wir kriegen nochmal 8 Rüstungen von Eloises geschenkt. Oh, das ist sehr schön. Das freut mich. So, hier kann noch ein Denkmal hin. Wie soll ich einen Speerträger spielen, wenn ich keinen Speer habe? Ja, damit ist unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung maximal entwickelt. Wir können ja keine Pferde hier züchten. Keine Möglichkeit. Aber wir können ein bisschen verschönern. Einer meiner Lieblingsaktivitäten.
So, das können wir ja auch verschönern, nochmal mit Gartenhäusern und Parkanlagen. Das sollte natürlich nicht so viel Geld ausgeben, auch wenn wir jetzt keine Rüstung mehr kaufen. Ein lahmer Unsterblicher hat immer noch mehr Macht, als Sie sich vorstellen können. Ja, und die erste feindliche Gottheit greift uns an. Hephaistos kommt, um uns zu tyrannisieren. Wo ist er? Da steigt er aus den Flammen. Schnell meine Parkanlagen noch bauen. Ja, und er macht sich auf den Weg wahrscheinlich zu den Bildhauerateliers, um diese zu verfluchen. Und auf dem Weg dahin wird er wahrscheinlich einige Bürger töten. Da ist er schon fleißig dran. Ja, und er hat auch schon direkt hier Gebäude in Brand gesetzt und hat hier unsere Warenlager zerstört. Gott sei Dank nicht das Warenlager mit den Waffen. Und die müssen wir mal wieder aufbauen hier. Das war Wolle und Wein. So, mal wieder Wolle hier fordern. So. Und den Wein müssen wir natürlich auch fordern hier jetzt. Den müssen wir ja jetzt einkaufen. Nochmal 12 Einheiten. Und dann kaufen wir mal etwas Wein ein. So, da ist Hephaistos. Ich hoffe, Athene hilft uns jetzt mal ein bisschen hier. Kann sie ihn? Ja, sie kann gegen ihn kämpfen. Athene zertrümmert Hephaistos. Oh, das ist doch schon mal gut. So, wir kaufen etwas Wein bei Eleusis ein. 10 Einheiten kann tatsächlich so bleiben. Puh, danke Athene. So, ich glaube, Wollproduktion ist mehr als genug. Wir könnten Lemnos nochmal etwas Wolle schenken. So, und dann fordern wir nochmal Marmor. Nein, geht nicht. Keine Überschüsse mehr vorhanden. Okay. Gut, aber ich denke mir mal, wir haben auch eine gute Marmorversorgung jetzt hier. Allerdings keine gute Versorgung mit Bronze. Wer verkauft denn uns noch Bronze? Das haben wir, ja. Ja, im Moment haben wir tatsächlich nur unsere Kolonie Ephesos, die uns Bronze verkauft. Ach, das geht ja schon wieder durch mein Wohngebiet und wird hier wahrscheinlich wieder irgendwas in Brand setzen. Guckt euch das an, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit hier. Oh, Hilfe! Ein flammendes Inferno hier. Ja, Lemnos Dank für die Wolle, bitte, gerne, interessiert mich jetzt im Moment nicht. Könnt ihr hier die Flammen entsprechend im Zaum halten? Ich glaube ja. So, schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Olivenöl kann nicht mehr aufgenommen werden, aber Marmor. Puh, unsere gehobenen Wohnungen brennen weiterhin hier. Munter drauf los. Das ist echt ziemlich gemein hier. Aber ich glaube, wir haben genug Architekten, die das löschen können. Geschafft. So, ich verkaufe jetzt mal kein Holz mehr hier, weil das brauchen wir nachher für unser Heiligtum. So, es ist Januar, wir können wieder neue Bronze einkaufen. Ja, ich glaube, ich mache das folgendermaßen hier.
Hier passt noch ein Warenlager hin. So, dieses Warenlager wird jetzt Marmor annehmen und dieses hier wird den Marmor leeren. Dann können wir das hier abreißen, dann ist das hier ein bisschen näher an der Baustelle dran. So, und wir haben auch Wein eingekauft, den können wir jetzt erstmal den Einkauf stoppen. So, wie sieht denn unser Militär aus? Oh ja, schaut euch das an, wie viel Hopliten wir haben. Vielleicht sollten wir doch schon den Berg Pelion erobern, weil da können wir nämlich auch noch Bronze einkaufen. Das dauert ja wirklich lange, bis wir unser Heiligtum fertiggestellt haben. Ja, wir haben jetzt hier erstmal nur 40% fertiggestellt. Das ist echt wenig. Ja, aber es kann natürlich auch sein, dass wir nachher wieder angegriffen werden von den Amazonen. Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir? Ne, ich glaube, wir warten tatsächlich mit dem Angriff auf den Berg Pelion. So, wir müssten dieses Wohngebiet eigentlich auch weiterentwickeln. Da können wir jetzt tatsächlich Olivenöl auch zur Verfügung stellen. Wir brauchen ja nachher noch Mitarbeiter für unser Heiligtum des Zeus. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Oh, der Berg Malea fordert Wein, wie unverschämt. Ein Rivale kriegt Wein von uns. Aber es hat ja Hermes entsprechend diese Forderung erfüllt. Ja, und das Warenlager ist voll mit Skulpturen. Da werde ich jetzt doch dieses Warenlager nicht abreißen, sondern für Skulpturen noch freischalten. Ja, unsere Stadtkasse sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Dann können wir noch ein paar Verschönerungen wieder durchführen hier. Wir möchten es natürlich hier auch schön haben in unserer Stadt. So, und hier an unserem Stadtpalast kann ein Fischteich hin. Ein Held brauchen wir, glaube ich, nicht zu rufen in dieser Episode. So, das sieht auch ganz gut aus hier. Dieses Wohngebiet entwickelt sich weiter. Da brauchen wir noch ein bisschen Verschönerung. Das werden wir aber später dann noch bauen. Wir könnten hier noch ein Theater errichten. Das ist ja das letzte, was wir hier noch bauen müssen. So. Ja, und jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Wie sieht die Nahrungsmittelversorgung aus? Immer noch zu wenig, was wir hier an Nahrungsmittel produzieren. Ja, wir können hier den Wald roden. Ja, der Berg Malea schätzt uns mehr, weil wir den Wein zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise Hermes, also von mir hättest du den Wein nicht bekommen. So, hier können wir noch ein paar Seeigelkais bauen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, nur eins. Das lohnt sich aber jetzt hier nicht, oder? Na egal. Schließen wir mal hier an. So, natürlich nicht den Architekten hier vergessen. Ja, wir kriegen tatsächlich nochmal Rüstung von Eleusis geschenkt. 6 Rüstungen. Das ist super. Ja, und hier kommt eine Marmorplatte nach der anderen. Aber wir brauchen noch insgesamt 61 Marmorplatten, 24 Ladungen Holz und 22 Skulpturen. Das ist wirklich jede Menge hier noch. Wir könnten von unserer Kolonie Ephesos mal Bronze fordern. Ja, und schon wieder werden wir von Themistria angegriffen in 3 Monaten. Okay.
versuchen wir nochmal unser Glück und kämpfen gegen diesen Feind. Ich denke mal, er wird an der gleichen Stelle angreifen wie beim ersten Mal. Ja, Wolle haben wir mehr als genug. Ephesos kriegt jetzt auch ein Geschenk, ein großes Geschenk Wolle. Dann können wir weiter noch Bronze fordern. Und Ephesos dankt für die Wolle. Bitteschön, gerne. So, dann sollten wir schon mal ein Safe Game machen. Mal wieder. So, ich gehe mal in den Pausenmodus. Ich werde jetzt mal unsere Soldaten etwas früher mal rufen, besonders dass unsere Hopliten dann auch entsprechend rechtzeitig da sind. So, einmal hier entsprechend anklicken, alle entsprechend markieren, hier positionieren, Pausenmodus muss aufgehoben werden, vergesse ich immer. So, und jetzt können wir die nochmal hier entsprechend platzieren. 1 Monat Zeit haben wir noch. Ja, ihr könnt ruhig kommen. Eine militärische Aufrüstung in Nemea, das hatten wir ja schon mal gehabt. Und Ephesos gewährt uns nochmal Bronze. 6 Bronzebaren, wunderbar. Ich gehe mal in den Pausenmodus. Kann ich denn die hier im Pausenmodus versetzen? Natürlich nicht. Das muss ich doch so machen. So, die müssen alle hier hin. So, jetzt werde ich nämlich schon mal hier unsere Hopliten in Bewegung setzen. So. Dann können die schon mal hier entsprechend Aufstellung beziehen. So, ihr müsst alle hier rüber. Ja, aber ich glaube, so kann es bleiben. Ja. Ja, und wir können uns zwar wieder mit 3000 Drachmen freikaufen, aber ich kämpfe. So, kommen sie wieder an der gleichen Stelle? Ist das die gleiche Stelle? Ja, nicht unbedingt, ne? So, Jahresanfang. Wir nehmen wieder unsere Tribute an. Ja, wunderbar. Ja, da kommen sie. Aber es sieht so aus, sie nehmen wir die gleiche Richtung wie beim ersten Angriff. So, unsere Hopliten sind jetzt auch alle da. Oh, vielleicht sollte ich meine Fußvolk auch mal rufen. Ja, und da warten wir jetzt auf die Feinde. Athene ist ja auch wieder zur Stelle. Und dann werden wir sie entsprechend begrüßen hier. Okay, es geht los. Ja, es ist die gleiche Truppenstärke wie beim ersten Kampf. Wieder haben wir die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Ja, so muss das sein. Mit Athene an unserer Seite. Ja, das war's. Ihr könnt wieder alle zurück. Sehr gut. So, dann können die Standarten auch wieder alle hier zum Stadtpalast. Ach, das ist schön, wenn das so einfach ist. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich Holz hier an unserem Heiligtum. Ja, da kommen die ersten Ladungen Holz auch schon. Aber wir sollten noch mal etwas einkaufen. Hier bei unserer Kolonie Ephesos können wir Holz auch noch einkaufen. Nummer 12. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Was haben wir denn? 11%. Okay.
Ja komm, dann bauen wir nochmal hier eine Philosophenschule, die kann hier hin, und eine Schauspielschule kann dann jetzt hier hin. So, wie viel Holz brauchen wir denn überhaupt noch? 8 Ladungen Holz. Oh, da brauchen wir kein Holz mehr einkaufen. Das können wir sofort wieder ausschalten hier. Aber wir können nochmal bei Ephesos um Bronze bitten. Okay. Aber wir brauchen wirklich jede Menge Skulpturen. Oh, schaut euch an, wie viel Marmorladung da jetzt gerade zu unserem Heiligtum gebracht wird. Oh, das Tempelgebäude wird wohl jetzt fertiggestellt. Ja, wunderbar. So, und jetzt glaube ich, brauchen wir Skulpturen. 22 Stück. Das ist echt jede Menge bei diesem Heiligtum. Ja, und dann werden auch schon die ersten Skulpturen entsprechend zum Heiligtum gebracht. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte an Skulpturen. Wie viel Marmor brauchen wir denn? Müssen wir denn so viel Marmor noch einkaufen? Wir brauchen noch 20 Marmorplatten. Ja, da haben wir mehr als genug. Haben nämlich ein ganzes Warenlager voll. Dann können wir jetzt hier den Einkauf auch stoppen. So. Holz haben wir auch. Das Einzige, was wir jetzt wirklich brauchen, sind Skulpturen und nochmal Skulpturen. Ja, Olivenöl haben wir jetzt auch nicht mehr so viel hier im Warenlager. Oh, wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren. Sehr schön, dann kann es hier weitergehen. Ja, wir haben das Kontingent an Bronze hier ist auch schon entsprechend gekauft bei Ephesos. Ja, dann fordern wir doch nochmal Bronze an. Hier unsere Polonit kann ja jede Menge produzieren. Dann kriegen wir direkt nochmal Wolle. Großes Geschenk. Bronze ist im Moment das Wichtigste, was wir jetzt brauchen. Ja, in der Zwischenzeit verschönern wir unsere Stadt noch ein wenig mit Parkanlagen. Hier passen Parkanlagen hin und hier auch. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben wieder jede Menge Denkmäler. Und hier passt kein Denkmal hin. Das ist schade. Aber hier. So, und hier können wir auch Denkmäler errichten. Wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren. Und Ephesos ist dankbar für die Wolle. Gerne geschehen. Und Bergmalea respektiert uns. Gut. Interessiert uns eigentlich nicht so viel. So, und hier können wir noch Denkmäler bauen. So, dann können wir das hier mit Parkanlagen auch füllen. So, dann können wir hier auch noch mal Gartenhäuser bauen. Ja, die Wohngebäude können sich nicht weiterentwickeln. Da müssen wir mal schauen, ob wir das nicht einfach so lassen. Ich denke mir mal, wir haben fast schon 4000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, wir schauen mal, ob Ephesos uns nochmal Bronze geben kann. Nein, jetzt ist kein Überschuss mehr vorhanden, das war mir klar. Vielleicht im neuen Jahr. Wir haben ja schon Oktober. Wirtschaftlicher Aufschwung in Nemea. Oh, was heißt das? Sie kaufen mehr. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, und das neue Jahr hat begonnen. Wir können wieder unsere Tribute entgegennehmen. So. Ja, und wir können jetzt wieder Bronze kaufen. Könnten wir jetzt nochmal Bronze bei Ephesos fordern?
Schauen wir mal. Nein, immer noch nicht. Schade. Aber wir können jetzt Bronze entsprechend ja wieder einkaufen. Zwar nicht viel. So, wir brauchen jetzt noch 10 Skulpturen. Da sind 2 auf dem Weg. Das heißt, wir brauchen noch 8 Skulpturen. 1, 2, 3 sind im Warenlager. Brauchen wir noch 5. Ja, und wir haben ja auch noch Bronze in den Bildhauerateliers. Das heißt, wenn wir jetzt gleich Bronze bekommen, können hier noch 3 Skulpturen hergestellt werden. Es wird ein bisschen knapp. Wenn uns Ephesos gleich noch Bronze geben könnte, wäre das gar nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich in diesem Jahr die ganzen Skulpturen zur Verfügung stellen. Ah ja, da kommt schon unser Handelspartner aus Ephesos und das Kupfer kann eingekauft werden. Ja, unser Kontingent an Kupfer haben wir jetzt wieder komplett bei Ephesos eingekauft. Ja, und unsere 3 Bildhauerateliers sind jetzt auch entsprechend mit Rohstoffen versorgt. Das heißt, wir können jetzt noch 3 Skulpturen herstellen. Und wir brauchen 5. 2 fehlen dann noch. So, und wir brauchen dann noch 8 Barren. Hier haben wir jetzt 2 und hier haben wir noch 2, sind 4. Ach, das wird aber recht knapp werden hier. Und Ephesos hat weiterhin keine Überschüsse. Oh, nervig. Das heißt, wir müssen noch das ganze Jahr warten, bis wir unser Heiligtum fertigstellen können. Das ist echt nervig. Ja, wir haben immer noch jede Menge Arbeitslose, aber ich sehe, das Lohnniveau ist auf hoch gesetzt. Das können wir mal auf normal setzen. Dann haben wir auch wieder normale Arbeitslosenquoten hier. Ja, und tatsächlich fehlt uns eine Skulptur. Wir müssen jetzt tatsächlich bis zum neuen Jahr warten, um neue Bronze einzukaufen. Aber der andere Handwerker steht schon bereit, um die große Statue des Zeus zu errichten. Und wir kriegen nochmal Rüstung von Eleusis geschenkt. 8 Rüstungen nehmen wir gerne an. Ja, und da kommen auch schon die Marmorladungen. Wir haben ja alle Baumaterialien zusammen. Ja, wir haben jetzt eigentlich auch genug Rüstungen, um andere Städte, die unsere Rivalen sind, zu erobern. Das war ja das, warum ich es nicht gemacht habe, da wir einfach keine Rüstungen mehr einkaufen konnten und ich hier dann unsere Verluste nicht ausgleichen konnte bei den Hopliten. Das könnten wir jetzt machen. Der Berg Malea wäre noch interessant, wobei als Handelspartner nicht unbedingt. Zyme könnten wir noch erobern und auch Themiskria. Aber ich denke mir mal, wir lassen das jetzt so. Wer weiß, wer uns noch alles angreift. Verkommener Stümper! Das hat mich verärgert. Ja, und nun ist Apoll da und greift uns an. Und Zeus kann uns immer noch nicht helfen, da sein Heiligtum nicht fertiggestellt ist. Wie ärgerlich. Ja, da geht er in unsere Stadt und verflucht jetzt alle kulturellen Einrichtungen sowie unsere Gesundheitseinrichtungen. Vielleicht kann Athene helfen. Ja, werden erstmal ein paar Bürger gemeuchelt. Okay. Ach, und ein Architekturbüro ist zerstört worden. Das sollten wir aber ganz schnell wieder aufbauen. Und ein Gymnasium. Naja gut, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir haben ja noch eins hier.
Ja, und da werden auch schon die ersten kulturellen Einrichtungen verflucht. Ja, und mittlerweile haben wir das neue Jahr. Wir können jetzt Bronze einkaufen. Wir kriegen unsere Tribute wieder. Ja, und wir können das Heiligtum des Zeus jetzt doch recht schnell fertigstellen. Aber in der Zwischenzeit ist Apoll immer noch hier in unserer Stadt. Ja, und Athene, könnte die uns jetzt mal helfen? Och, schaut euch das an. Alles ist hier verflucht. Das sieht ja furchtbar aus. So, es könnte aber jetzt sein, dass Athene und Apoll zusammentreffen. Jawohl. Athene überwältigt Apoll. Bringt mir jetzt aber auch nicht sehr viel. Ja, kümmern wir uns lieber um den Handel. Da wird die Bronze jetzt zu unseren Bildhauerateliers gebracht. Wunderbar. Dann können wir den Einkauf von Bronze auch stoppen. Ja, und den Marmor, den können wir eigentlich auch verkaufen. Da brauchen wir jetzt nur noch 4 Platten. Die haben wir mehr als genug. 2 Warenlager voll. So, Apoll ist hier immer noch. Ich hoffe, er geht jetzt aus der Stadt raus. Wir können schon mal hier das Gymnasium, auf jeden Fall die Trümmer wegräumen. Ich warte jetzt erstmal, bis diese wütende Gottheit hier aus unserer Stadt verschwunden ist. Na, ich glaube, sie geht tatsächlich. Ja, sie ist verschwunden. Wir können auch schnell hier das Gymnasium wieder aufbauen. Ja, und hoffen, dass bald unsere verfluchten Kulturgebäude wieder aktiv sind. Oh, das sieht gut aus. Die Podien sind schon wieder ohne Fluch. Auch unsere Theater und Stadien. Ah, das ist sehr gut. Ja, das wurde auch Zeit. Hier haben wir bei den gehobenen Wohnungen schon eine Rückentwicklung. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Ja, der Bergmaleer fordert Wein und Poseidon greift an. Oh, es bleibt uns auch nichts erspart. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah ja, da kommt er. Ja, das heißt kein Seehandel und auch keine Seeigelkais mehr, die funktionieren. All da wird aber jetzt die letzte Statue jetzt hoffentlich zu unserem Heiligtum gebracht. Ah, sehr gut. Aber ich glaube, das ist zu spät, dass Zeus uns jetzt helfen kann. Ja, da ist er schon. Zerstört jetzt hier ein Seeigelkai. Wir werden aber hier wirklich heimgesucht. Ja, und da werden unsere Seeigelkais verflucht. Sehr schön. Ach, Mist. Wir haben das Heiligtum wirklich zu spät aufgebaut. Ja, da sehen wir es, die verfluchten Seeigelkais. Aber ich glaube, wir haben genug Nahrung. Wir können ja noch etwas Wild produzieren. Ja, bei unserem Heiligtum werden die letzten Baumaterialien angeliefert. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Sehr schön. Haben wir denn genug Mitarbeiter? Oh ja, das reicht. Das Heiligtum des Zeus, seine Hochburg, ist fertiggestellt und Zeus stolziert schon durch die Stadt. Wunderbar. Wir reißen jetzt hier die Kunsthandwerkergilden ab. Verschönern das noch ein bisschen. Ja,
und werden jetzt hier auch die letzten Verschönerungen und Handgriffe an unsere Stadt Tyriens durchführen. Ja, du bekommst keinen Wein. Und wieder eine militärische Aufrüstung in Nemea. Interessiert uns das wirklich nicht so wirklich. So, verschönern wir noch hier unser Heiligtum des Zeus. So, und das können wir ja auch noch verschönern. Und nun beginnt Cyme eine Invasion in 3 Monaten. Ja, man hätte diese frechen Rivalen tatsächlich erobern sollen, aber ich denke mal, wir kommen jetzt allmählich zum Ende unserer Episode. Bitte ja, das lassen können wir Sie ja mich auch noch eine offene verschönern. Forderung erfüllen. Ja, Malea hat doch seinen Wein bekommen dank Hermes. So, wir haben noch ein Denkmal, das setzen wir hier hin. So, dann ist dieses Wohngebiet auch prächtigst ausgeschmückt. Ja, Berg Malea schätzt uns mehr. Sehr schön. Und jetzt fordert der Berg Pelion Wein. Ja, den kriegst du aber nicht, die 17 Amphoren. Wir werden jetzt ungeachtet der verfluchten Seeigelkais den Berg Pelion erobern. Wir haben jede Menge Hopliten. Wir werben alle an und schicken diese los. Jawohl. So. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt diesen Rivalen entsprechend erobern können. In der Zwischenzeit gucken wir uns unsere Stadt Tyriens nochmal in Ruhe an. Hier begann unsere Entwicklung, diesem ersten Wohngebiet und der Produktion von Wolle. Haben dann hier unser großes Handelszentrum aufgebaut mit den ganzen Pieren und Handelsposten. Errichteten dann hier unseren Stadtpalast und die beiden Heiligtümer für Hermes und Athene. Ja, dann haben wir hier das zweite Wohngebiet aufgebaut. Das Versorgungszentrum für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Ja, und ganz zum Schluss haben wir die Hochburg des Zeus errichtet. Ja, und jetzt, wo ich hoffe, dass wir den Berg Pelion erobern und regieren können, beenden wir diese Episode. Ja, Cyme beginnt seine Invasion. Die werde ich aber jetzt nicht kämpfend hier bestreiten, sondern die Krieger bestechen mit 3000 Drachmen. Das Geld haben wir auf jeden Fall. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Ja, unsere Rivalen kriegen wirklich hier ihre Forderung erfüllt, dank Hermes. Ja, und kurz vor Ende der Episode ist auch der Fluch des Poseidons aufgelöst. Wir können wieder Nahrungsmittel produzieren. Wunderbar. Da der Berg Pelion unterworfen wurde, ist ihr Reich wieder gewachsen. Nun bewacht Zeus die Stadt und Apoll, Hephaistos und Poseidon sind fort, um zu sehen, ob sie anderswo Unfrieden stiften können. Alles ist gut im Königreich Tiryns. Ja, das war doch noch eine recht anspruchsvolle Episode, die letzte unseres Abenteuers, die Arbeiten des Herkules. Schauen wir mal, was man uns zum Abschluss noch zu sagen hat. Alle Prophezeiungen haben sich erfüllt. Zahllosen Kämpfen und Hindernissen zum Trotz sind sie und Herkules zu Ruhm und Ehre gekommen. Mit seinen Taten hat Herkules den Mord an Frau und Kindern gesühnt und von den Göttern Unsterblichkeit erlangt. Auch sie haben eine Art Unsterblichkeit erlangt, denn die Menschen werden noch lange Geschichten über ihre Triumphe als Herrscher von Tiryns erzählen. Sie werden erzählen, wie sie Amazonen und Zentauren besiegt, einem Ungeheuer getrotzt und selbst die bösen Absichten von Apoll, Poseidon und Hephaistos durchkreuzt haben. Ihr Ruhm ist ihnen sicher. Ja, das war ein angenehmes Abenteuer, was wir jetzt hier abgeschlossen haben. Und das nächste Abenteuer wartet schon. Wir werden Krieg führen auf dem Peloponnes. Da bin ich sehr gespannt. Es wird ein anspruchsvolles Abenteuer werden, das weiß ich schon. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.